Gestern noch an jeder Straßenecke, heute komplett verschwunden. Es gibt Fahrzeuge, Oldtimer, die nicht zu Oldtimern werden, ganz einfach, weil keine übrig bleiben, weil sie aussterben. Über die Gründe wollen wir hier sprechen bei der roten Liste der Allerweltsautos. 4 Türen, 11 Jahre zu spät. Das hat damals zumindest der Stammtisch gesagt, als der VW 411 erschienen ist, 1968. Und es ist wahr, wahrscheinlich wäre der VW Typ 4 Ende der 50er Jahre ein großer Erfolg gewesen, weil Deutschland auf einen Mittelklasse-Volkswagen über dem Käfer gewartet hat. So war er aber Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, zumal als Limousine mit dem Schrägheck das Auto der ewig gestrigen und der rückwärtsgewandten und demzufolge natürlichen Wagen, der sich schon nach 5, 6 Jahren überhaupt nicht mehr hat verkaufen lassen. Das heißt, kein Restwert. Das bedeutet, bisschen Rost oder kleiner Unfallschaden war für diese Autos das Todesurteil. Der VW 411 war eigentlich ein talentiertes, gut verarbeitetes Auto, komfortabel, sehr schön, der starke Typ 4 Motor im Heck. Eigentlich ein großer, komfortabler Käfer, wird heute von den Fans geschätzt, aber es ist einfach keiner mehr da. Und die noch da waren in den 80er Jahren, sind alle gestorben, weil es damals lange Wartelisten gab bei den Schrottplätzen. Wenn ein Typ 4 reingekommen ist, dann kamen die Leute mit den VW Porsche 914, mit den VW Typ 3, die frühen Volkswagen-Tuner und haben den Motor rausgerissen und den Rest Typ 4, den hat man weggeschmissen. Und deshalb ist das heute eine echte Rarität und ein Auto, von dem man sagt, man muss lange auf Veranstaltungen fahren, bis man mal einen sieht, zumal in diesem überragend guten Zustand. Wenn ein Hersteller stirbt, dann hat es ein Fahrzeugtyp natürlich ganz besonders schwer. Besonders dann, wenn es kein Oberklasse-Auto ist, sondern ein Kleinwagen wie die Arabella von Borgward bzw. von Lloyd. Mitte der 60er Jahre war das Isabella Coupé als Auto der gehobenen Gesellschaft schon auf dem Weg zum Youngtimer, zum Liebhaberstück. Aber eine Arabella hat damals ungefähr so viel gekostet wie eine warme Mahlzeit. Das heißt, es war ein reines Wegwerfauto. Was bei der Arabella natürlich ganz besonders schade ist, weil wir sehen hier nicht weniger als den modernsten Kleinwagen der späten 50er, frühen 60er Jahre. Wir sehen hier ein Auto mit einem Aluminium-Wasserboxermotor mit einer serienmäßigen Verbundglasfrontscheibe. Wir sehen hier ein Auto mit variablem Laderaum, mit umklappbarer Rückbank. Wir haben hier, wie bei den Amerikanern zu dieser Zeit, die Panoramascheibe. Wir haben Heckflossen, mit denen sich millimetergenau einparken lässt. Die Arabella ist außerdem ein Auto gewesen, das sehr agil war und gut lag und gut fuhr. Und deshalb ist es natürlich ganz besonders tragisch. Sie hatte nur 2 Jahre auf dem Markt, ist im August 1959 erschienen, aber 2 Jahre später war bei Borgward im Sommer 1961 der Ofen leider schon aus. Hier fehlt wirklich nur noch die Boney M-Kassette im Kassettendeck. Das ist ein Auto wie eine 70er Jahre Wohnlandschaft in beige und braun und in Erdfarben. Und tatsächlich war der Audi 100 Typ 43 von 1976 der Beitrag von Audi zum defensiven Fahren, weil die Erdfarben, die damals eigens ein Innenarchitekt für Audi kreiert hat, zum friedlichen und defensiven Fahren anregen sollten. Und das war damals natürlich hochmodisch und in den 80er Jahren vollkommen indiskutabel und ein Grund dafür, dass diese Audi 100 Modelle ganz unten am Ende der Nahrungskette angelangt sind und nichts mehr wert waren. Und dann auch relativ schnell von der Straße verschwunden sind, obwohl es eigentlich talentierte Autos waren. Das war der erste Audi mit dem 5-Zylinder-Motor, der erste Audi, der in Mercedes-Regionen vorgedrungen war. Tatsächlich damals ein Auto, das Vergleichstests gewonnen hat, das aber auch in den ersten Jahren 76, 77 wahnsinnig gut rosten konnte und dann auch endgültig abgeschrieben war, als der Nachfolger kam, weil der Nachfolger war der Audi 100 Typ 44, der legendäre Aerodynamik-Weltmeister von 1983. Wirklich ein Technologieträger, der dafür gesorgt hat, dass diese Audi 100 Modelle der 70er Jahre wirklich blass geworden sind und von der Straße verschwunden sind. Hier eine große Seltenheit und ein großes Vergnügen, dieses Wohnlandschaftengefühl noch mal genießen zu können. Dann gucken wir doch mal, ob der 4- oder der 5-Zylinder drin ist.
Oha, hier ist natürlich reichlich Luft zu allen Seiten. Das ist der Vierzylinder mit 85 PS, nicht der rauchige Fünfzylinder von Ferdinand Piëch, der so einem Audi 100 erst sein wahres Verwöhnaroma verleiht. Und sicherlich auch der Grund dafür, warum der in so einem guten Zustand erhalten geblieben ist. Nämlich ein großer Wagen mit einem kleinen Motor, absolut unverkäuflich in den 80er Jahren, den hat der Erstbesitzer bestimmt lange behalten müssen.